Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Gericht, was bei uns in der Familie schon ein richtiger Klassiker geworden ist und das aus dem arabischen Raum kommt, nämlich Nudeln mit Linsenragout. Was wir dafür brauchen sind 200 Gramm Linsen, am besten schwarze Linsen, also ich nehme zum Beispiel immer Beluga-Linsen, die eignen sich dafür sehr gut. Man kann es auch mit grünen oder roten Linsen machen, aber es wird halt einfach nicht so gut und es hat nicht diesen Geschmack. Dann brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Dann braucht ihr noch Harissa, das ist eine arabische Gewürzpaste, die findet man aber trotzdem eigentlich fast im Supermarkt. Einen halben Bund frische Minze, 2 Teelöffel Honig, 300 Gramm Tomaten, 150 Gramm Joghurt, einen Bund Frühlingszwiebeln, insgesamt einen halben Liter Gemüsebrühe und 2 Zehen Knoblauch. Dazu dann noch für die Nudeln natürlich 500 Gramm Nudeln. Wir fangen damit an, dass wir unsere Frühlingszwiebeln in kleine Ringe schneiden. Dazu müssen wir natürlich erstmal hier unten das ganze Zeug abschneiden. Und dann schneiden wir das jetzt hier in schön kleine Ringe. Während wir unsere Tomaten und Frühlingszwiebeln geschnitten haben, setzen wir 500 ml Wasser auf, die wir jetzt zu unserer Gemüsebrühe dazugeben. Dann rühren wir einmal Blumen. Jetzt erhitzen wir ungefähr 1 Esslöffel Olivenöl auf relativ hoher Hitze und dann geben wir unsere Frühlingszwiebeln in das Öl. Wenn die Frühlingszwiebeln dann so ein bisschen braun geworden sind, dann fügen wir unsere Linsen noch dazu und rühren die einmal gut um, bis die Linsen schön glänzen. Was wir dann machen ist, wir geben unsere Tomaten und unsere Gemüsebrühe dazu. Dann müssen die Linsen ungefähr 40 Minuten bei kleiner Hitze köcheln. In der Zwischenzeit können wir jetzt schon mal unseren Joghurt vorbereiten. Dafür nehmen wir einfach 150 ml Joghurt und tun den schon einmal in einen Schüssel. Als nächstes brauchen wir 2 Zehen Knoblauch, die ihr entweder in der Knoblauchpresse so halt in der Knoblauchpaste machen könnt und dann hier reintun könnt. Oder wenn ihr so wie ich keine Lust habt, nachher eine Knoblauchpresse zu spülen, dann könnt ihr das auch mit eurem Messer machen. Dazu zerhackt ihr die einfach so fein wie es geht, dann presst ihr immer schön mit dem Messer einmal drüber. Am besten checkt ihr zwischendrin, dass auch eure Kamera läuft, weil sonst ist auf einmal hier Knoblauch im Joghurt drin und keiner weiß, wie das da hingekommen ist. Der nächste Schritt ist dann, unsere Minze zu nehmen und die klein zu hacken. Es muss nicht super fein sein, ihr wollt halt nur nicht komplette Minzblätterfleisch da drin haben. Wenn ihr dann die Minze reingetan habt, dann einfach einmal ein bisschen umrühren, damit sich auch der Knoblauch schön verteilt. Und dann ist euer Minzjoghurt fertig. Je nachdem wie früh ihr den macht, lohnt es sich vielleicht sogar nochmal den kurz in den Kühlschrank zu stellen. 10 Minuten bevor das Linsenragout dann fertig ist, können wir unsere Nudeln anfangen. Keinen zu kleinen Topf nehmen, lieber größer als kleiner. Denn ihr wollt, dass die Nudeln ganz vom Wasser bedeckt sind und darin komplett untergehen können. Deswegen auch genug Wasser verwenden. Das Wasser zum Kochen bringen, das heißt ihr könnt es entweder in dem Wasserkocher schon mal vorheizen oder ihr macht es halt direkt auf dem Herd. Und wenn es dann kocht, eure Nudeln reintun und für die angegebene Zeit da drin kochen. Nicht vergessen, eine ordentliche Prise Salz reinzutun. Sobald das Wasser kocht, tun wir unsere Nudeln einfach rein. Und nicht wundern, es wird dann erstmal wieder aufhören zu kochen, aber ab da startet ihr den Timer. Es kann durchaus sein, dass sich bei euch auch weißer Schaum bildet. Das ist einfach, wenn es sehr heiß ist, dann kommt das, da hilft es dann den Deckel abzunehmen. Und wenn es sozusagen droht überzulaufen, dann einfach drauf pusten dann. Okay, wenn unser Timer fertig ist, nehmen wir unsere Nudeln von der Hitze runter und gießen sie einmal ab. Jetzt würde ich euch empfehlen, damit die nicht so aneinander kleben später, wieder ein bisschen Olivenöl zu nehmen, einmal großzügig drüber zu geben und dann durchzumischen. Eure Linsen sollten ja jetzt auch fertig sein. Das heißt, alles was jetzt noch übrig bleibt, ist einen Teller zu nehmen, eure Nudeln drauf zu tun. Möglichst ohne dass irgendwas runterfällt. Und als letzten Schritt noch etwas von eurem Joghurt. Und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr probiert das Rezept mal aus.
Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Bis dann, wir sehen uns nächste Woche. Ciao!